Ja, wie kam es zu den Messengers? Das kam tatsächlich, das kann ich wie ein Film erzählen, denn für mich ist das wie ein Film, es fühlt sich an wie ein Hollywood-Film. Das Ganze hat angefangen durch eine Inspiration aus dem Film You Got Served, der damals rauskam, Street Style. Das war einfach cool. Männer, die getanzt haben, Frauen, die getanzt haben, die haben Hip-Hop repräsentiert, geile Moves gehabt. Und wir haben uns das damals angeschaut als kleine Jungs und wollten das auch einfach selber haben. Ja. Also haben wir uns entschieden, dass wir eine eigene Gruppe machen, eine eigene Gruppe starten und wollten es in unserem Stil. Ja. Wir wollten die Coolness aus dem Hip-Hop haben, wir wollten die Lockerheit aus dem Hip-Hop haben, wir wollten nicht dieses steife, tanzschulmäßige Tanzen, sondern Leben. Alles hat so angefangen, dass wir, wie gesagt, spontan an einem Schrotsberg Jugendhaus Dance Turnier angemeldet wurden. Und das Krasse war einfach, das war ja unser wirklich erster Auftritt. Wir hatten null Erfahrung, wir waren nie auf der Bühne gewesen, waren nicht in der Tanzschule oder sonstiges. Wir haben vor dieser Sporthalle, in der wir uns jetzt gerade befinden, haben wir draußen davor trainieren müssen, weil eine andere Tanzgruppe hier drin war und wir eben zeitgleich nicht rein durften. Zunächst muss ich sagen, hatten wir nicht wirklich Erwartungen. Ja. Letztendlich, wo wir dann zum ersten Mal auf der Bühne standen und nach den 2 Minuten das präsentiert haben, was wir wirklich trainiert haben und gemerkt haben, wie viel Kraft und wie viel Energie in so einer Vorbereitung intensiv steckte und am Ende dieser tosende Applaus kam, wussten wir ganz genau, dass das unser Zuhause ist. Also wir haben uns so wohl gefühlt auf der Bühne, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn wir in 3 Tagen sowas auf die Beine hingestellt haben, was ist, wenn wir dann das Ganze kontinuierlich machen? 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Was kann denn dadurch entstehen? Und es war natürlich die Motivation für uns, die Epoche zu starten. Ich hatte diese Vision, eine reine Männergruppe zu schaffen, mit Power, Charme, Spaß, Witz, Humor, sexy. Ja, ich hatte diese Vision von Anfang an. Ich habe uns auf großen Bühnen gesehen. Ich hatte die Vision, baden-württembergischer Meister zu werden, deutsche Meisterschaften gewinnen, auf die Weltmeisterschaftsbühne, vorher natürlich auch die europäischen Championships, also Europameister zu werden. Und als ultimatives Ziel war es, mit der Gruppe ins Fernsehen zu kommen. Ich wurde ausgelacht, oft für diese Vision, aber es war mir egal, denn ich hatte es ganz klar vor mir und ich wusste, wir können es schaffen. Und wie es immer so ist, kommt das eine auf das andere zu. Sprich, durch unseren ersten Contest, 4. Platz, haben wir uns einen Namen gemacht. Ja. Wir waren auch natürlich, dadurch, dass wir auch im Jugendhaus trainiert haben, haben uns viele Leute gesehen. Ich durfte Trainer sein in Leutenbach und dadurch kamen ganz viele Bewerbungen. Ich habe ein paar Unterrichtsstunden gegeben und habe direkt von Anfang an gesagt, ich möchte eine Wettkampfgruppe, um natürlich diese Vision in die Wirklichkeit zu holen. Ja, die Idee ist geboren und jetzt müssen wir noch daran fallen, die zu erreichen und in die Tat umzusetzen. So habe ich meine kleinen Jungs kennengelernt, die waren, ich glaube, 10 oder 9 der Jüngste sogar. Kamen sie zu uns und es war lustig, so kleine Babys. Gartenzwerge sind sie angekommen, aber sie hatten Bock. Sie wurden inspiriert durch das, was wir geschaffen haben, die Großen. Und so haben wir unsere Kleinen kennengelernt. Mein Name ist Giovanni Cicciu, meine Freundin nennt mich Gianni. Hallo, mein Name ist Kyriakos Finetis. Hallo, mein Name ist Koralakin. Hallo, ich bin Marius Braun. Hallo, ich bin Florin Elsner. Hallo, ich bin der Alexander Oleg, meine Freundin nennt mich Alex. Ich würde noch mein Leben lang gern weiter tanzen und ich mache sehr gern Sport. Ja, ich mache nachher nochmal. Und ich tanze noch nicht lange hier. Ich habe davor bei New York City Dance School getanzt. Meine Lieblingstanzart ist Crumping und ich bin Griechisch-Italiener. Und meine Lieblingsart ist New Style und Lockings und ich bin Türke. Ich tanze am liebsten New Style und nebenher auch noch ein bisschen Lockings. Ich tanze alles gern, aber hauptsächlich dies. Ich mag eigentlich alles. Ich mag eigentlich alles gern. Mach eigentlich auch alles und ja. Ich finde auch alles eigentlich cool und Hip-Hop mag ich auch sehr arg. Und wir sind alle 3 reinrassige Schwaben. Die Geschichte ging weiter. Ich habe den Jungs erzählt von Anfang an, Leute, ich will auf die großen Bühnen und wir können es schaffen. Sprich, wir hatten hartes Training. Wir hatten das normale Training, also die Open Classes für alle Teilnehmer und danach hatten wir immer das spezielle Wettkampftraining. Dafür musste ich aus den Jungs richtige Männer machen.
start. Also uns kannten die Leute ja immer nur als Rampensäue, aber was dahinter steckt, ist natürlich viel mehr. Also das war schon extrem diszipliniert und hart. Ich weiß nicht, wie viele Strafliegestützen wir gekriegt haben, wie viele Runden wir in der Kälte draußen durch Leutenbach rennen mussten oder sonstiges, Standpauken anhören. Als kleine Jungs schon, mit 11 ging das ja schon los, dass wir getrillt wurden. Also so viel Disziplin, Ehrgeiz, Durchhaltevermögen, was wir dadurch gekriegt haben, das sind Sachen, die kriegt man nicht einfach so im Leben geschenkt. Also wenn ich diese Tugenden, sage ich mal, wenn ich die nicht so antrainiert bekommen hätte, hätte ich die, glaube ich, nicht durchziehen können. Dazu, hey, Nummer 1, du, wir alle, ihr habt nicht auf die anderen zu schauen, was die anderen machen. Guck nicht, ob er reinkommt, hat diesen Schritt, guck nicht, ob der diese Ausstrahlung hat, guck nicht danach. Ihr macht euer Ding ganz allein, ihr zieht es durch. Wenn jeder nach sich guckt und für sich versucht, es besser zu machen, dann werdet ihr vom Bild sauber machen auf der Bühne. Aber wenn jemand nach euren anderen schaut, dann macht ihr selber doch mehr Fehler, oder nicht? Immer Kontakt zum Publikum, immer zum Publikum, nicht auf dem Boden. Der Boden scheißt auf euch. Zack, 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 pa, pa, pa. Der Höhepunkt dieser ganzen Jugendhaus-Streetdance-Geschichte war eigentlich dann so gesehen die baden-württembergische Meisterschaft. Da wurden wir persönlich eingeladen. Es war eine Riesenveranstaltung für die damaligen Verhältnisse. Was ich bei den Underground Soldiers, also unsere Gruppe, gut finde, ist, dass es nicht nur ums Gewinnen von Wettkämpfen geht, sondern auch um eine Freundschaft. Ich finde, dass unsere Crew zusammenhalten und heute bin ich halt richtig aufgeregt und hoffe nur, dass wir gewinnen. Dann wünsche ich euch jedenfalls heute mal viel Vergnügen. Ihr konzentriert euch auf der einen Seite, aber ihr lasst auch total los. Geht einfach so entspannt auf die Bühne, wie wenn ihr im Jutze die Mädels begeistern wolltet. Okay, also viel Spaß. Woran ich mich auf jeden Fall noch erinnern kann, ist, dass wir halt so viel trainiert haben und so viele Stunden dafür investiert haben und es trotzdem so unsynchron war. Ich denke, letztendlich haben wir dann gewonnen, weil wir einfach wirklich diese Attitude bei jedem Part komplett rübergebracht haben. Also, keine Ahnung, wenn es beim Popping war, haben wir damals Popping getanzt? Nein. Doch? Okay. Zum Beispiel beim Popping haben wir dann wirklich das auch so rübergebracht, wie wir es rüberbringen sollten. Oder beim Crumping haben wir auch wirklich quasi durch unsere Mimiken und unsere Ausstrahlung wirklich das bei dem Publikum und bei den Judges so gut rübergebracht, dass sie einfach gesagt haben, hey, es war einfach die beste Show von allem. Tänzerisch vielleicht jetzt nicht am besten, aber vom Gesamtpaket kann ich auf jeden Fall sagen, dass wir da wirklich abgerissen haben. Das war unser erster großer Ausflug, bei dem wir auch über Nacht unterwegs waren, haben in einem Hostel haben wir geschlafen mit einer Truppe von 20 Leuten, haben uns da morgens Essen gemacht, sind auf den Wettkampf und haben auf den Wettkampf einfach als Gruppe zum ersten Mal so ein richtig präsentes Auftreten gehabt, weil man uns tatsächlich schon ein bisschen kannte. Und damals haben wir den ersten Platz geholt. Das war natürlich die erste Meisterschaft, wo man tatsächlich Meisterschaft nennen konnte, die wir zusammen gewonnen haben. Das war was ganz Faszinierendes. Das richtig Coole war, dass unsere Großen damals auch als Underground Soldiers mitgemacht haben, teilgenommen haben bei den über 18-Jährigen. Und dass wir sowohl in der Jugendrubrik als auch die Großen von uns in der Erwachsenenrubrik den ersten Platz geholt haben. Heißt, wir haben dann Doppelsieg heimgefahren. Das war natürlich für uns kleine Leutenbacher, war das was ganz Großes. War in Freiburg, war
außerhalb, über die Grenzen hinaus, war eine Nacht außerhalb. Also es war was ganz Schönes. Erster Platz! Oskar. Lass mich dir mal angucken, ich will dir mal küssen. Und die nächsten Ziele? Weltmeisterschaft? Deutsche Meisterschaft und dann Weltmeisterschaft und dann Europameisterschaft. Jungs, wir haben es geschafft. Wir sind die beste Crew in ganz Baden-Württemberg. Wir wollen nun die Besten sein in Deutschland. Lass uns Deutschland erobern. Und das kam dann auch natürlich so weit, dass wir Jungs, ich glaube in Aalen kam es zu einer schicksalhaften Begegnung, würde ich mal sagen, mit einem Tänzer aus den 80er Jahren, Roxy, der hier auch in Deutschland einer der Pioniere war, was Hip-Hop und Streetdance betrifft und das ganze Breakdance, die ganze Breakdance-Bewegung. Der hat in allen Videos mitgespielt, selbst in Talkshows, Arabella, man konnte ihn sehen. Meine Jungs waren nicht mehr die Jungs, die einfach nur von 8 bis 13 Uhr in die Schule gehen und dann nach Hause gehen und dann auf dem Sportplatz kicken oder früher an der Bushaltestelle abhängen, sondern sie hatten Ziele. Wir hatten Ziele und wir haben darauf trainiert. Ja, das Training unter Roxy war wirklich sehr hart. Also der hat uns wirklich gedrillt bis zum geht nicht mehr. Und ja, der hat uns damit wirklich auf die nächste Etappe vorbereitet, sprich auf die deutsche Meisterschaft, die dann für uns bereit stand. Und das hat uns auf jeden Fall einiges weitergeholfen. Die erste deutsche Meisterschaft, die haben wir in Kleve wahrgenommen. Muss man auch sagen, das war so dann die erste große Reise. Es waren auch schon über 400-500 Kilometer, wo wir angereist sind als Tanzgruppe. Und dort sind wir angetreten in der Varsity-Kategorie. Viele unserer Gegner, die waren aus Tanzschulen, waren nicht so praktisch wie wir, heimatlos, sage ich einfach mal, weil wir hatten keine Tanzschule, wir hatten keinen Trainer, das war alles wirklich self-made. Es geht McNugget Messengers hier in Kleve. 2 Monate. Ihr seid jetzt in 5, oder? Ja. Also jetzt nicht rauslassen. Da ist jetzt eine. Genau, das ist jetzt für Diversity B. Und an dem Tag haben wir aber trotzdem versucht, das, was wir gut können, und haben das also dann auch wirklich geschafft, den deutschen Meisterschaftstitel zu holen. Und auf eine ganz besondere Art und Weise. Tänzerisch gesehen, was skills-technisch angeht, muss man ehrlich sagen, waren wir wirklich schon unter dem Durchschnitt. Aber was wir immer gut gemacht haben, ist, dass wir einfach wir selbst geblieben sind. Wir haben versucht, immer unsere Shows mit vollem Entertainment und mit dem authentischen Charakter zu praktizieren. Also der Fokus war zwar immer die deutsche Meisterschaft, allerdings nicht der alleinige Fokus, denn ab Sommer 2008 hatten wir alle ein Video gesehen auf YouTube, also einer damals noch relativ neuen Plattform. Und dieses Video war von der Weltmeisterschaft, von einer Gruppe namens Philippine All-Stars, also der Weltmeister von 2008. Wir fanden das so heftig und krass und waren komplett baff. Wir wollten unbedingt auf diese Bühne und als wir uns dann dafür qualifiziert haben in der deutschen Meisterschaft und dorthin fliegen konnten, waren wir im 7. Himmel eigentlich. Ja.
Alle kamen, boah, ihr seid in Las Vegas, Weltmeisterschaft. Wir waren das deutsche Nationalteam im Tanzen, ja, im Tanz das deutsche Nationalteam. Und das muss man sich mal geben, vor allem, wie alt waren die Jungs da? Na klar musste man natürlich mit den Eltern reden, Bedenken waren da, ja, der Junge mit unseren ganzen Kindern. Und viele Leute kamen auf uns zu, boah, geil, geht nach Las Vegas. Sprich, wir haben langsam angefangen, Kultstatus zu bekommen. Wir haben es geschafft. Wir deutsche Meisterschaft, also baden-württembergische, deutsche und jetzt in Las Vegas. Wir wurden quasi vorbereitet auf diesen Punkt. So sind wir dann von Deutschland rübergeflogen. Ungewiss, erste Mal Amerika. Wir haben uns gefühlt wie kleine Stars. Und Las Vegas war krass. Spielcasinos, groß alles, es war heiß. Das erste Mal in Las Vegas war auf jeden Fall mal die Reise wert, sag ich mal. Es war richtig geil. Davor kannte man das nur von Filmen und auf einmal bist du dort und alles ist geil. Also geiles Wetter, geile Frauen. Mittlerweile bin ich echt froh darüber, dass ich schon in jungen Jahren so eine Reise machen durfte. Das kann ja nicht jeder von sich behaupten, sage ich mal. Hat mich im Positiven geprägt und darauf bin ich sehr stolz. Give it up for Magnetic Jam Messengers! Also 2009 ging es hauptsächlich darum, wir wollten nach Vegas und sind dann auch dorthin gegangen. Klar wollten wir auch einen guten Platz, aber es war einfach, wir waren noch nicht so gut, dass wir da was reisen konnten. Vielmehr haben wir die Erfahrung genutzt und haben uns dann danach gesagt, Jungs, wir müssen da nochmal hin und wir müssen zerreißen. Ja, und mit den ganzen Erfahrungen, die wir aus Vegas 2009 mitgenommen haben, haben wir dann auf einmal jede Qualifikation gewonnen. Ein Jahr später haben wir nach wie vor bei der German Dance Masters, also der deutschen Meisterschaft, teilgenommen und sind 2010 erneut deutscher Meister geworden. Gib ihm! Yeah! Wow. Es wurden dann auch die Trainingsmethoden wurden dann etwas krasser, würde ich mal so sagen. Also wir haben am Flughafen getanzt, in der Shopping Mall in Vegas, auf dem Strip in Vegas, direkt auf der Straße und sonst noch irgendwo. Einfach damit wir lernen, mit solchen komischen Situationen umgehen zu können und dann eben auch auf der Weltmeisterschaftsbühne performen zu können. Wo hattest du gerade deinen Auftritt? In Atlanta am Flughafen, wie bist du denn so ein kleines Test gemacht, weißt du doch gut haben. Wir sind auch wieder
das Jahr mit einer Formation von 7 Leuten, wenn ich mich richtig erinnere, nach Las Vegas geflogen, haben dort dann eigentlich die volle Stärke, also zusammen gehabt, und sind damals vermutlich aufgrund von Eingebungen, die wir in unserer Show hatten, damals haben wir Jodel reingebracht, haben ein bisschen was Deutsches, ein bisschen Kulturgut aus Deutschland mit reingebracht, sind damals der 14. Platz in Las Vegas geworden. Es war bis heute unsere beste Platzierung und war natürlich für uns kleine Jungs nach wie vor ein Freundeskreis, keine Tanzschule. Aus Leutenbach und Umgebung war das natürlich was ganz Großes, da gegen 60 Mannschaften von der ganzen Welt, gegen Tanzschulen anzutreten, gegen die Besten der Welt und trotzdem den 14. Platz zu erreichen. Let's get booked in Las Vegas. Ja, auf der Weltmeisterschaft in Las Vegas haben wir so viele Leute kennengelernt, das ist richtig krass. Also von Brasilien bis Neuseeland, Amerika, Kanada, Spanien. Und wir haben wirklich zu den meisten immer noch heute Kontakt. Und das muss man sich mal vorstellen, das ist 10 Jahre her. Und heute pflegen wir noch diese Kontakte oder diese Freundschaften, die mittlerweile entstanden sind. Und es ist alles nur durch diese eine Competition entstanden, wo wir halt über die Jahre hinweg, ich glaube 6 Mal jetzt waren. Und das sagt einfach schon aus, dass dahinter noch so viel mehr ist, ja, als jetzt nur eine Competition, sondern es ist wirklich ein Bündnis von Leuten, die sich aus aller Welt treffen und dann miteinander connecten sozusagen, ja. Ja, was dann auf die Weltmeisterschaft 2010 gefolgt ist, das ist bis heute einfach noch unglaublich. Also wir sind dann noch weitere 4 Male zur Weltmeisterschaft in die USA geflogen und haben damit insgesamt 6 Mal Deutschland bei der Weltmeisterschaft vertreten. Yeah, I'm listening to Animal Life. I'm high in session. Look how we gave it to you. Ja, ermöglicht haben wir uns das, indem wir noch weitere 2 Male Deutsche Meister geworden sind und 2 Mal Vize-Deutsche Meister. Sprich, wurden wir insgesamt 4 Mal Deutsche Meister und das hat uns sozusagen den Weg frei gemacht, nochmal in die USA zu gehen und alles für Deutschland zu geben. Irgendwann haben wir uns aber auch in ganz Europa Namen machen können, natürlich durch die WM, aber wir haben uns auch bei europäischen Contests beweisen können und haben 3 Mal die Bronzemedaille für Deutschland mit nach Hause gebracht. Und das in Paris, das war super. Ja, 2012 wurden wir dann angefragt, beim ersten World of Dance Event in ganz Europa zu performen als Showcase. Das ist das große Event aus den USA. Und da hatten wir wirklich die Ehre, da dabei zu sein bei dieser Europatour. Sprich, das hat in Holland angefangen, ging durch Belgien, durch Berlin. Also da waren wir wirklich sehr geehrt, da dabei zu sein. Wenn man sich jetzt nochmal an die Vision von Eddie erinnert, dass wir auch noch ins Fernsehen wollten, haben wir das dann letztendlich auch geschafft. Ja, wir hatten dann die Ehre, bei Gado Dance und bei Masters of Dance mitzumachen. Das waren beides Formate von Pro7 und Sat.1 und es war einfach auch eine ganz große Erfahrung. Das hat uns halt auf jeden Fall nochmal so ein bisschen mehr Publicity innerhalb Deutschlands verschafft und davon konnten wir auch in der Zukunft sehr profitieren und konnten dann am Ende auch einen Haken an dieses Ziel machen. Check! Ja, ich denke, das passt, oder? Ja, ich denke, das müsste reichen. Aber ja. Geh mal raus. Ja, geh mal heim, ich hab keinen Bock mehr.
I think it's time to let go. 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 I thought I'd let you all know. I think it's time to let go. It's time to let go. Let's go, boys! Let's go, boys! Grüß Gott, mein Name ist Hanni, ich bin und ihr habt gerade gesehen, der Muki. Der hat die Weltmeisterschaft repräsentiert und ja, der war jetzt gerade da und hat mit uns geschwätzt. Natürlich hat er unseren Namen gesagt, das war okay. Ich bin Audi. Heute gehen wir erstmal auf und machen ein bisschen gut Schokolade. Jetzt flieg! Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Froni! Departure time. Please take a moment to check your seat assignment in the area all around it for personal items such as laptops, cell phones, and iPads. Everything here at Force with the Messengers crew from where? Germany. All right.